In einer Versteigerung ist es möglich, weit unter dem Marktpreis zu kaufen. Es gibt mehrere Arten von Versteigerungen. Manchmal dient sie zur fairen Aufteilung eines Objekts und wird also von den Eigentümern selbst gewünscht. Häufig handelt es sich jedoch um eine Zwangsversteigerung, wo ein Gläubiger nach Zwangsvollstreckung ein Objekt ersteigern lässt. In einer Versteigerung können nicht nur Eigentumswohnungen und Häuser verkauft werden, sondern auch weitere Objekte wie Hobbyräume, Kellerräume oder Anteile an Wohnungen. Diese Alternativen ermöglichen es, mit weniger Geld eine Immobilie zu erwerben, weil diese Objekte sonst kaum auf dem freien Markt zur Verfügung stehen. Die große Mehrheit der Zwangsversteigerungstermine in München finden in einem Gericht statt, das Infanteriestraße 5 liegt. Das Gericht kann sich auch für einen anderen Ort entscheiden, aber das kommt nur selten vor. Du kannst eine kurze Übersicht der Objekte online finden. Oft gibt es da genaue Informationen über die betroffenen Teile des Grundstücks und des Gebäudes. Du kannst eigenständig die Objekte aus der Straße sehen, aber du darfst nicht von ihnen besichtigen, wenn der Eigentümer oder der Mieter nicht zustimmt. Der heutige Eigentümer kann daran Interesse haben, die Versteigerung zu vermeiden, und er wird wahrscheinlich deine Anfrage für eine Besichtigung ablehnen. Möglicherweise ist es sein Ziel, dass du nicht zu hoch bietest, um die Versteigerung für den Verleiher unattraktiv zu machen. So weißt du generell nur wenig über den Zustand des Objekts und du weißt nur, dass der heutige Eigentümer vermutlich nicht viel Geld in die Instandhaltung gesteckt hat. Sei also bereit, fast eine Trümmer zu kaufen. Um weiterhin in der Wohnung zu bleiben, kann der Eigentümer die Immobilie vermieten. Dadurch wird der Käufer weniger komfortabel und der Verkauf also weniger attraktiv für den Gläubiger. Der heutige Eigentümer kann zum Beispiel einem Freund oder einem Familienmitglied vermieten. Weil Mieter auch während einer Vollstreckung geschützt sind, wirst du den Mietvertrag übernehmen sollen. Im Fall einer Zwangsversteigerung hast du ein Sonderrecht, den Mietvertrag innerhalb einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Voraussetzungen zu beenden. Wenn du mehr erfahren willst, wie und ob das in deinem speziellen Fall möglich ist, wende dich bitte an einen spezialisierten Anwalt. Sei auch bereit, Hilfe von der Polizei zu brauchen, um den bisherigen Eigentümer zur Räumung zu zwingen, falls er nirgendwohin kann. Das ist eine schwierige Erfahrung, mit der du dich schlecht fühlen kannst. Mit dem Exposé kannst du allerdings eine Preisschätzung von einem Sachverständiger sehen. Dieser Preis dient nicht nur zur Information, sondern hat auch Auswirkungen darauf, ob und wie du zu welchem Preis kaufen kannst. Die 15-Regel besagt, dass die Versteigerung vom Amt wegen als ungültig erklärt wird, wenn das Höchstgebot die Hälfte des geschätzten Preises nicht erreicht. Die 17-Regel besagt, dass ein Darlehensgeber die Versteigerung als ungültig erklären darf, wenn das Höchstgebot 70% des geschätzten Preises nicht erreicht. Wenn einer dieser Fälle eintritt, dann ist ein zweiter Termin nötig. Diese Regeln können aber nur einmal geltend gemacht werden. Wenn ein zweiter Termin wegen der 15. Regel oder wegen der 17. Regel kommt, dann gelten diese Regeln nicht mehr und da kannst du theoretisch die Wohnung auch für weniger als 50% der Schätzung erwerben. Das führt Profis dazu, im ersten Termin nur unterhalb der Grenze zu bieten und dann im zweiten Termin zu versuchen, einen noch niedrigeren Preis zu erreichen, wenn die Nachfrage nicht da ist. In Wirklichkeit kommt es nur selten vor, weil viele Leute
schon nach guten Deals bei Versteigerungen suchen und es ist nicht mehr nur für Insiders. Es kann sein, dass eine oder mehrere Grundschulden auch nach der Versteigerung im Grundbuch bleiben. So ist es, wenn der vollstreckende Darlehensgeber keine erstrangige Grundschuld hat, sondern nur eine nachrangige. Dann sollen alle vorrangigen Gläubiger separat gezahlt werden. Für dich bedeutet das, dass du so viel Geld weniger bieten solltest, als wenn die Immobilie lastenfrei wäre. Jedoch musst du dich keine Sorgen für die nachrangigen Grundschulden machen. Zusätzlich zum Kaufpreis und zu den zu übernehmenden Schulden musst du Gebühren für das Verfahren zahlen. Du musst auch Grunderwerbsteuern zahlen. Die Zuschlagskosten sind üblicherweise niedriger als die Notar- und Registerkosten, die bei einem normalen Kauf anfallen würden. Zusätzlich zu diesen Gebühren musst du noch Zinsen für die Zeit zwischen dem Versteigerungstermin und dem Zahlungseinzug zahlen. Aktuell beträgt dieser Zinssatz 4% per annum. Im Erfolgsfall bist du ab dem Tag der Versteigerung Eigentümer. Allerdings kannst du noch nicht ins Grundbuch. Vorher musst du noch den Kaufpreis, die Gerichtskosten und die Steuern zahlen. Die Zahlungsfrist wird vom Gericht entschieden und liegt generell zwischen 4 und 8 Wochen nach dem Versteigerungstermin. Das lässt nur wenig Zeit und es wird empfohlen, sich das Darlehen vor der Versteigerung zu sichern, um eine böse Überraschung zu vermeiden. Banken mögen es generell nicht, wenn du aus einer Versteigerung kaufst, weil das Risiko höher liegt und der Zustand der Wohnung ist unsicher. Wenn du für den Kauf ein Darlehen brauchst, wird eine große liquide Sicherheitsreserve empfohlen, um alle Unsicherheiten zu decken. Pi mal Daumen gilt für sicherheitsorientierte Käufer, auch ohne die Mieteinnahmen anzukalkulieren, finanzieren zu können. Das erschwert den Kauf deutlich und das ist der Grund, warum es oft Erstkäufern nicht empfohlen wird. Bevor du zum Versteigerungstermin gehst, der dich interessiert, ist es zu empfehlen, dass du andere Versteigerungen besuchst, um mit dem Verfahren vertraut zu werden. Am Anfang bekommst du viele wichtige Informationen über das Objekt. Wenn du dann immer noch Fragen hast, ist es deine letzte Möglichkeit, um sie zu stellen.